die Energien, die von der Erde kommen. Und also die Erde hat ja auch eine Schwingung. Und wenn ich das vergleiche, die Schwingung der Erde jetzt und vor 10 Jahren, dann war das vor 10 Jahren noch viel dichter. Und von der Erde her, sie geht darum in eine schöne Richtung. Einfach von ihrer Schwingung her. Und wir Menschen, weil wir ja auf der Erde leben, hat das ja auch eine Wirkung auf uns. Und je nachdem, wie unser Bewusstsein ist, gehen wir anders damit um, wenn die Erde ihre Schwingung erhöht. Es gibt Menschen, für die ist das etwas Schönes und andere Menschen, die kommen damit nicht wirklich klar, auch wenn sie bewusst gar nichts davon wissen. Also die Schwingung der Erde, die hat ja eine Wirkung auf uns, egal ob wir daran glauben oder ob wir davon wissen. Das ist ja wie die Luft immer um uns herum und das ist bei jedem so. Und darum ist es teilweise so, dass wenn die Erde ihre Schwingung erhöht, dass es gewisse Menschen gibt, die dann halt einfach ein bisschen durchdrehen. Und also das ist einer der Gründe davon, weil wenn die Schwingung sich erhöht, dann kommen ja auch die Dinge in unser Bewusstsein, die noch nicht in der Liebe sind, wo wir noch etwas nicht geheilt haben. Und die meisten Menschen haben nie gelernt, mit ihren Ängsten umzugehen oder sich selbst zu reflektieren. Und sie projizieren dann alles auf andere Menschen und dann kann das eben sehr seltsam werden. Also jeder Mensch sucht sich ja einen Weg, wie er damit umgehen kann. Und Menschen, die das einfach bis jetzt nicht gelernt haben, die suchen halt einen anderen Weg. Und da ist dann meistens so, dass man die Dinge, die eigentlich zu einem selbst gehören, dass man die dann auf andere projiziert. Aber das merken diese Menschen gar nicht. Also das ist ja ganz unbewusst. Und darum ist es nicht so, dass wenn die Erde ihre Schwingung erhöht, dass das sofort alles immer positiver wird, sondern es gibt einfach eine Zeit lang auch das andere, eben unter anderem, weil gewisse Menschen einfach keinen anderen Weg kennen, wie sie mit den Dingen umgehen, die da in ihnen hochkommen. Dann kann man auch ein Verständnis haben. Das heißt nicht unbedingt, dass man alles gut finden muss, was andere tun, aber dass man versteht, dass sie nicht anders können. Und was ich auch wahrnehme, dass in anderen Dimensionen, dass dort schon viel gereinigter ist.
Also früher, da war ja auch in anderen Dimensionen und auch im Sonnensystem und auch unter der Erdoberfläche vieles, was ziemlich düster war. Und davon ist ja einiges ja schon gar nicht mehr da. Und wir hier auf der Erdoberfläche, wir bekommen das noch gar nicht so mit, weil wir sind wie die letzte Ebene, die da wirklich immer noch drin ist. Und bei den anderen Ebenen ist es schon viel gereinigter. Also nicht zu 100%, aber man merkt, dass es dort schon besser ist als früher. Und wir hier auf der Erdoberfläche, wir gehören da zu den Letzten, die davon was mitbekommen. Aber wir Menschen, wir haben ja auch einen Einfluss drauf, wie das auf der Erdoberfläche wird und wie auch dieser Übergang wird. Und das hängt auch vom Kollektiv ab, aber es hängt auch von jedem Einzelnen ab, weil das Kollektiv von den Menschen, das besteht ja nur aus einzelnen Menschen. Und alles, was wir tun und denken und fühlen, das geht energetisch als Information in das kollektive Feld. Und dort können andere das auch wahrnehmen. Auch wenn das nicht immer bewusst ist. Und darum ist auch jeder einzelne Mensch wichtig. Und es hat ja jeder einen Grund, warum er hier ist. Wir landen ja nicht aus Zufall einfach so hier. Und jeder hat ein bisschen einen anderen Grund, warum er hier ist. Und darum kann man das wie auch nur selbst herausfinden, warum man hier ist. Und andere Menschen, die können einem Ideen geben, aber nur wir selber können spüren, ob das für uns stimmt, ob das so ist. Es gibt also Dinge, die haben wie mit uns zu tun und das kann auch die geistige Welt nicht für uns übernehmen. Und wenn ich mir also die Situation mit der Erde und den Menschen, es gibt ja Leute, die sagen, wir müssen gar nichts tun, weil da kommt dann jemand oder etwas und dann werden wir irgendwie gerettet. Und ich denke mir eben, wir haben schon Hilfe und Unterstützung und da kann auch viel Gutes passieren. Aber ich glaube nicht, dass uns jemand rettet bei den Dingen, wo es mit uns zu tun hat. Es ist ja wie in unserem persönlichen Leben, da haben wir auch Hilfe von der geistigen Welt und trotzdem gibt es Dinge, die wir machen müssen.
Einfach weil ja auch wir hier leben. Und so stelle ich mir das halt im Großen mit der Welt auch vor. Und wenn es plötzlich Puff machen würde und irgendjemand rettet alles, dann wäre es ja auch gut. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, weil wir einfach auch einen Teil haben, der mit uns Menschen zu tun hat. Und es ist ja auch so, wenn jetzt morgen eine ganz neue Welt da wäre und alles wäre friedlich und schön und aber nur die Welt und die Menschen, die wären noch gleich wie gestern, dann könnten die Menschen das ja gar nicht, die könnten gar nicht in dieser Welt leben. Weil die meisten Menschen, zumindest bis jetzt, das geht bei denen nicht. Und darum müssen ja wir auch die Menschen ein gewisses Bewusstsein haben, dass man wirklich auf der ganzen Welt Frieden zum Beispiel haben kann. Menschen sind ja eigentlich von ihrer Seele her gute Wesen. Und eine Seele ist ja immer liebevoll. Und bei gewissen Menschen merkt man das mehr und bei anderen weniger. Und es hat halt auch damit zu tun, was man den Menschen alles erzählt in Zeitungen und Fernsehen. Weil viele Menschen, die haben ihr Weltbild ja nur von dort. Und sie übernehmen das einfach. Sie fragen nicht, ob das für sie gut ist, ob das für sie stimmt. Und wenn man sich da so anschaut, was dort alles so gesagt wird und man das dann einfach so übernimmt, dann ist es ganz klar, dass man seltsam wird. Und wenn wir das nicht mehr möchten, wenn wir unser Bewusstsein ändern wollen, dann geht das nur, wenn wir das selber wollen. Also Menschen, die keinen Frieden wollen, denen bringt das nichts, wenn man sagt, sie sollen jetzt Frieden wollen. Weil wenn sie nicht offen sind, dann geht das jetzt einfach noch nicht. Und jeder hat auch seine eigene Zeit. Und also aufwachen, das ist ja ein Prozess. Wir sind ja nie irgendwann ganz aufgewacht. Und wenn wir mehr aufwachen, dann verändern wir ja unser Bewusstsein. Und das ist bei jeder Seele anders, wann sie das kann. Und wenn die Menschen hier auf der Erde leben, sind sie zumindest in der Zeit, wo wir jetzt sind, sowieso oft noch ein bisschen seltsamer, als wenn sie nicht inkarniert sind. Also wenn wir unsere Inkarnation verlassen und
wieder in der geistigen Welt sind, dann merken wir ja wieder viel mehr, dass wir mit allem verbunden sind und wir verstehen dann viele Dinge, die wir vielleicht nicht verstanden haben, während wir auf der Erde gewesen sind. Und wir sind wieder mehr in der Liebe, weil wir als Seele, wir sind ja Liebe.